Hey Lieben, da bin ich wieder. Stellt euch vor, ihr seid in eurer Prüfungsfahrt und auf einmal passiert das hier. Und ihr habt gar keinen Plan, ob ihr in dem Moment überholen dürft oder eben nicht. Oder anderes Beispiel, wisst ihr genau, was dieses Verkehrszeichen hier bedeutet? Seht ihr, und genau deswegen gehen wir mal eben die anderen 37 Überholverbote, die wir in Deutschland haben, mal eben ganz kurz durch. Uff. Aber starten wir zunächst einmal mit den üblichen Verkehrszeichen. Und das erste Verkehrszeichen, was wir haben, Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art. Bedeutet also, dass dieses Verkehrszeichen nicht nur für Autofahrer gilt, nur weil da ein Auto drauf abgebildet ist, sondern es richtet sich wirklich an alle Kraftfahrzeuge. Also ganz egal, ob Auto, Motorrad, LKW oder sogar ein einfacher E-Roller. Also hier gilt dann ein Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art und mehrspurige Kraftfahrzeuge dürfen hier nicht überholt werden. So, nur dazu schauen wir uns erst einmal genauer an, wo liegt eigentlich genau der Unterschied von mehrspurigen und einspurigen Fahrzeugen. Aber ist eigentlich voll easy, schaut euch das mal eben an. Bei einspurigen Fahrzeugen sind die Reifen immer hintereinander angeordnet. Bei mehrspurigen Fahrzeugen hingegen gibt es immer Reifen, die gegenüberliegen, also nebeneinander stehen. Also habt ihr bei einspurigen Fahrzeugen nur die eine Fahrspur und bei mehrspurigen Fahrzeugen habt ihr dann hier zwei Fahrspuren. Aber ich zeige euch mal ein paar Beispiele. Einspurig wäre dann alles, was nur gegenüberliegende Räder hat. So wie ein Fahrrad, Motorrad, Roller, Moped, E-Bike und so weiter. Ein mehrspuriges Fahrzeug hingegen braucht dann quasi immer zwei Räder nebeneinander sozusagen. Bitte bedenkt aber, Motorrad mit Beiwagen, Quads und Trikes zählen auch dazu. Oder merkt euch einfach stumpf, mit einem einspurigen Fahrzeug kann man umkippen und mit einem mehrspurigen Fahrzeug eher weniger. So, also halten wir mal kurz fest. Wenn wir dann so ein Überholverbotsschild haben, gilt das Schild erstmal für alle Kraftfahrzeuge. Und hier dürfen dann keine anderen mehrspurigen Fahrzeuge überholt werden. Möchte ich aber bei diesem Verkehrszeichen ein einspuriges Fahrzeug überholen, wäre dies gar kein Problem, weil ich nur keine mehrspurigen Fahrzeuge überholen dürfte. Wenn ich dann selber auf einem Motorrad, also einem einspurigen Fahrzeug, ein mehrspuriges Fahrzeug überholen möchte, wäre dies natürlich wieder verboten, weil ich keine mehrspurigen Fahrzeuge überholen darf. So, in diesem Beispiel natürlich ganz klar, ein Radfahrer dürfte selbstverständlich einen Radfahrer überholen. So, merkt euch am besten einfach, das Überholverbot gilt quasi für alle und es dürfen dann nur keine mehrspurigen Fahrzeuge überholt werden. Nächstes Verkehrszeichen, Überholverbot für Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen. Hier gilt dann das Überholverbot nur für Fahrzeuge, die schwerer sind als 3,5 Tonnen, einschließlich ihrer Anhänger und Zugmaschinen. PKWs und Omnibusse sind aus diesem Verbot ausgenommen. Bedeutet also genau genommen, dieses Verbot ist wirklich nur für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Ausgenommen von diesem Verbot sind PKW, Gespanne und Busse. Es sei denn, es wird durch ein Zusatzzeichen angezeigt. Als nächstes haben wir das Überholverbot für einspurige Fahrzeuge. Hier gilt ein Verbot des Überholens von ein- und mehrspurigen Fahrzeugen. Dieses Verbot gilt allerdings nur für mehrspurige Kraftfahrzeuge. Auch hier zeige ich euch ein paar Beispiele. Hier möchte ein mehrspuriges Fahrzeug ein einspuriges überholen, was in diesem Fall aber verboten wäre. Wenn ein mehrspuriges Fahrzeug ein anderes mehrspuriges Fahrzeug überholen möchte, wäre das auch verboten. Wie sieht's denn aus, wenn ein Radfahrer einen anderen Radfahrer überholen möchte? Wäre gar kein Problem, weil das Verbot nur mehrspurige Fahrzeuge betrifft. Nur was wäre denn, wenn ich als Motorradfahrer einen Radfahrer überholen möchte? Kein Problem, weil Motorradfahrer ist ja einspurig. Und selbst wenn ich als Radfahrer ein Auto überholen möchte, wäre das rechtlich kein Problem, weil ich bin ja nicht mehrspurig. Aber merkt euch hier zu diesem Schild am besten, dass das Überholverbot nur für mehrspurige Fahrzeuge gilt. Und sie dürfen dann gar keinen überholen, weder Einspur- noch mehrspurige Fahrzeuge. Nur merkt euch auch, dass Einspurfahrzeuge von diesem Verbot nicht betroffen sind. Also wenn ihr mit der Vize unterwegs seid, könnt ihr überholen, was das Zeug hält. Dann haben wir noch ein paar wichtige Zusatzschilder, so wie dieses hier. Hier gilt ein Überholverbot für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 Tonnen. Auch hier PKWs und Busse sind aus diesem Verbot ausgenommen. Bei diesem Zusatzschild beginnt das Überholverbot erst in 100 Metern Entfernung. Dieses Zusatzschild bedeutet, dass sich das Überholverbot auf eine Länge von 100 Metern erstreckt. Natürlich beginnend ab Schild. Das Ende eines Überholverbotes werden euch in der Regel durch diese Verkehrszeichen angezeigt. Es gibt auch ein Verkehrszeichen, welches das Ende aller aufgestellten Streckenverbote anzeigt, nämlich dieses hier.
Was ganz gerne mal vergessen wird, wenn ihr Fahrbahnmarkierungen habt, die auf dem Boden gemalt sind, dann sind das auch offizielle Verkehrszeichen. Und eine Fahrbahnmarkierung ist hier auf das Überholen bezogen extrem wichtig. Und es ist natürlich die Fahrstreifenbegrenzungslinie, umgangssprachlich auch durchgezogene Linie genannt. Hier gilt absolutes Überholverbot, wenn die durchgezogene Linie überfahren werden muss. Man muss aber auch dazu sagen, wenn ich angenommen eine sehr, sehr breite Straße hätte und es wäre möglich zu überholen, ohne die Linie zu überfahren, dürfte ich in diesem Fall rechtlich auch überholen. Passt ihr aber wirklich auf, weil viele Schüler kommen hier echt krass durcheinander. Wenn ihr hier ein parkendes Auto habt, also ein Hindernis, und ihr hättet da eine durchgezogene Linie, wäre das natürlich eine Ausnahme und ich darf die Linie zum Vorbeifahren immer überfahren. Aber überlegt mal, was hat man auch für eine andere Wahl, wenn der da parkt? Also ist dies die einzige Ausnahme, wann ihr eine durchgezogene Linie überfahren dürft. Beachtet hier ein bisschen, wenn ihr innerorts ein einspuriges Fahrzeug überholen wollt, müsst ihr mindestens 1,50 Meter Sicherheitsabstand einhalten. Dasselbe gilt dann auch für außerhalb geschlossener Ortschaften, nur da sind es 2 Meter. Achtet darauf, wollt ihr ein anderes mehrspuriges Fahrzeug überholen oder an einem vorbeifahren? Haltet am besten immer mindestens 1 Meter Abstand. Und achtet ein bisschen darauf, auch wenn ich innerorts unterwegs bin, auch hier ist das Rechtsüberholen grundsätzlich verboten. Natürlich muss man aber dazu sagen, dass innerorts, also innerhalb geschlossener Ortschaften, freie Fahrstreifenwahl für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen herrscht. Also dürfte ich in diesem Fall auch links überholen. Nur was zum Henker meint man jetzt genau damit? Ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt ein bisschen verwirrt seid, aber ich zeige euch eben, was genau damit gemeint ist. Dieses Rechtsüberholen ist natürlich nur anwendbar, wenn jeder seinen eigenen Fahrstreifen hat. Bedeutet also, es werden 2 Fahrstreifen oder mehr für eine Richtung benötigt. Ist dies nicht der Fall, könnt ihr auch nicht rechts überholen. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, so wie in diesem Fall. Wenn jemand nach links in eine Straße einbiegen möchte, dürftet ihr in diesem Fall ausnahmsweise auch von rechts überholen, solange genug Platz vorhanden ist und ihr niemanden gefährdet oder behindert. Noch eine Ausnahme, Schienenfahrzeuge müsst ihr sogar von rechts überholen. Es sei denn, es ist nicht anders möglich, dann darf man natürlich auch links überholen. Dann gibt es noch ein generelles Überholverbot bei Fußgängerüberwegen. Und dann gibt es noch ein super wichtiges Überholverbot im Bereich von Bahnübergängen. Allerdings gilt es hier dann ein wenig zu unterscheiden. Weil das Überholverbot an Bahnübergängen beginnt quasi ab diesem Verkehrszeichen. Allerdings beschränkt sich das Überholverbot hier nur auf Kraftfahrzeuge. Bin ich also mit einem Fahrrad unterwegs, dürfte ich hier rechtlich gesehen noch überholen. Nur bei diesem Verkehrszeichen, dem Andreaskreuz, gilt das Überholverbot dann für alle. Dann ist ganz wichtig, sollte sich ein Bus mit Warnblinker eine Haltestelle nähern, darf nicht überholt werden. Ist der Bus zum Stehen gekommen, dürft ihr hier ganz wichtig nur mit Schritttempo oder mäßiger Geschwindigkeit vorbeifahren. Und noch ein wichtiges generelles Überholverbot, was wir hier haben: Sollte eure Sicht durch starken Schneefall, Regen oder Nebel extrem beeinträchtigt sein, dürft ihr vorausfahrende Fahrzeuge nicht überholen, weil hier jede Gefährdung ausgeschlossen werden muss. Denkt hier bitte auch immer daran, dass ihr außerorts und auf Autobahnen immer nur links überholen dürft. Selbstverständlich gibt es auch hier ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel bei Stau oder zäh fließendem Verkehr, weil hier darf mit geringfügiger höherer Geschwindigkeit auch rechts überholt werden. Wichtig ist aber nur bis maximal 60 km/h. Dies gilt, wenn mal der eine Fahrstreifen schneller ist und mal der andere. Außerdem darf auch rechts überholt werden bei Stau oder zäh fließendem Verkehr, wenn der linke Fahrstreifen langsam oder zum Stehen gekommen ist. Wichtig ist aber, hier darf nur sehr vorsichtig überholt werden. Die maximale Differenzgeschwindigkeit beträgt ca. 20 km/h. Dann haben wir noch eine Ausnahme auf der Autobahn, nämlich den Beschleunigungsstreifen bzw. Einfädelungsstreifen. Wenn es mal dazu kommen sollte, dass hier auf der linken Seite ein langsames Fahrzeug fährt, dürftet ihr hier auch ausnahmsweise von rechts überholen. Zumindest wenn ihr schnell genug seid. Weil so häufig kommt das jetzt nicht vor, dass die Autos, die sich auf der Autobahn befinden, so langsam fahren. In der Regel betrifft es dann eher LKWs, weil die fahren so eher 60 bis 80. Dann haben wir hier noch ein generelles Überholverbot, was sehr, sehr wichtig ist, weil ihr müsst es selbst sehen und einschätzen können, inwiefern hier das Überholverbot zählt. Ich spreche natürlich von dem Überholverbot bei unklarer Verkehrslage. Ihr müsst eure komplette Überholstrecke immer einsehen können. Nur dies wäre dann vor einem Hügel oder vor einer Kurve leider nicht der Fall. Es könnte natürlich auch gut sein, dass andere Hindernisse eure Sicht verdecken könnten. Ihr müsst hier sicherstellen, dass ihr euren kompletten Überholweg einsehen könnt. Und ihr müsst immer in der Lage sein zu sehen,
ob sich irgendwo Gegenverkehr nähert. Denkt auch daran, dass ihr nur überholen dürft, wenn eure Geschwindigkeit wesentlich höher ist als die, den ihr überholen wollt. Selbstverständlich dürft ihr die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschreiten. So, und zum Schluss des Videos habe ich noch ein paar Tipps für euch, damit ihr beim Überholen auch wieder sicher nach Hause kommt. Überholt nur links und ordnet euch so schnell wie möglich wieder rechts ein. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf beim Überholen nicht überschritten werden. Beim Überholen sollte eure Geschwindigkeit deutlich höher sein als die des zu Überholenden. Haltet beim Überholen immer den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand ein, sowohl zur Seite als auch der Abstand nach vorne beim Ausscheren, aber auch nach hinten beim Wiedereinscheren. Eine Behinderung oder Gefährdung des Fahrzeuges, das überholt wird, oder des Gegenverkehrs ist verboten. Der nachfolgende Verkehr darf beim Ausscheren nicht gefährdet werden. Wichtig ist hier beim Ein- und Ausscheren zu blinken und es muss ein Schulterblick gemacht werden. Grundsätzlich dürft ihr nicht überholen, wenn ihr keine Sicht auf den Gegenverkehr habt. Ihr müsst die gesamte Überholstrecke einsehen können. Geht bitte beim Überholen kein unnötiges Risiko ein. Es macht einfach keinen Sinn. So, und ganz zum Schluss zeige ich euch noch eben ganz kurz, welche Bußgelder euch drohen, falls ihr euch nicht daran haltet. Missachtet ihr das einfache Überholverbotsschild, kostet es 70 € und 1 Punkt. Solltet ihr bei unsicherer Verkehrslage überholen, sind es schon 100 € und 1 Punkt. Sollte es vorkommen, dass ihr potenziell den Gegenverkehr behindert, wäre das wieder 100 € und 1 Punkt. Mit zusätzlicher Gefährdung wären es dann schon 120 € und 1 Punkt. Entsteht daraus eine Unfallfolge, wären wir bei 145 € und 1 Punkt. Würde man dann noch bei unsicherer Verkehrslage überholen und dazu noch das Verkehrszeichen missachten, müsstet ihr euch auf 150 € und 1 Punkt in Flensburg einstellen. Dasselbe dann plus einer Gefährdung wären schon 250 €, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot. Dasselbe dann mit Unfallfolge, wären dann 300 €, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot. So, ihr Lieben, ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es bitte wie immer in die Kommentare und lasst bitte eine Bewertung da, falls euch das Video irgendwie geholfen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und fahrt vorsichtig.